Meine allerliebsten Freunde, herzlich willkommen zurück hier auf dem besten Kanal auf YouTube, wenn es um Musik geht und ja, ich würde mal sagen, den besten Analysen auf dem ganzen Planeten. Moment, ich muss hier wieder mal alles umschalten. So, herzlich willkommen zurück. Da bin ich. Da seid ihr. Danke, ich hoffe, mir geht's auch. Ja, okay. Willkommen zum Video. Übrigens, wenn wir es schaffen, dieses Jahr 100.000 Abonnenten auf diesem Kanal zu werden, wird etwas Schönes passieren. Und ihr bereichert mich mit einem fantastischen Weihnachtsgeschenk. Deswegen, danke. So, unten gibt es bestimmt auch noch ein paar schöne Links für euch, die ihr euch anschauen könnt. Es gibt jetzt so einen Amazon-Shop, wo ich meinen eigenen Shop quasi habe und die ganzen Referral-Code-Geschichten und so, Affiliate-Links und so, muss unten gar nicht mehr sein. Ihr könnt auf einen Link klicken, dann ist dann amazon.de/shop/Rahim. Und da könnt ihr ein paar Produkte sehen, die ich für euch ausgesucht habe und auch wirklich dahinter stehe, selber benutze und so weiter. Nicht in Partnership mit einem der Firmen dort bin, sondern wirklich die Dinge selber benutze oder empfehlen kann, weil ich weiß, dass sie gut sind. Schaut da mal vorbei, Kopfhörer und so. Also, naja, ihr wisst Bescheid. Welche Kopfhörer wisst ihr eh, aber da sind auch ein paar Wireless-Kopfhörer, die ich reingesetzt habe. Ja, habe ich extra für euch zusammengesucht. So, hier, Dua Lipa. Hat einen neuen Song. Ich habe auch meine Weekly Top 20 Playlist, die ich jeden Freitag seit Wochen und Monaten persönlich aktualisiere, habe ich ihren Song auch reingesetzt. Da war ja länger nichts von ihr zu hören. Aber diese Nummer sehr, sehr cool. Und warum, können wir vielleicht hier zusammen kurz erfahren. Analysiert habe ich es noch nicht für mich, aber das können wir jetzt zusammen machen. So, eins fällt auf. Man möchte sofort mitnicken, mitbouncen, mitklatschen, mitmachen, ja. Das ist schon mal ganz gut für einen Mainstream-Hit, sage ich mal, weil es einfach eingängig ist, tanzbar. Es gibt ein gutes Gefühl, das ist das, was Musik einfach ausmacht. Es bringt Leute dazu, sich zu bewegen. Warum das genauso ist, werden wir gleich nochmal analysieren. Es hat aber auf jeden Fall mit der ganzen Rhythmussektion zu tun. Die besteht eben aus den Drums und dem Bass, ganz klar. Oh, Scheiße. Jetzt habe ich wegen Knopf gedrückt, Scheiße. Sorry. Pre-Chorus. Oh, schöner Akkord. Ja, da habe ich euch gerade wieder hier aus der Spannung rausgeholt. Ganz wichtig, ja, wie hier das Arrangement ist. Ganz klassisch Mainstream-Pop-Song. Hier wirklich auch mit dem Pre-Chorus, der sich dann harmonisch eben auch schön auflöst mit einer interessanteren Akkordfolge, als wir sie vorher im Verse hatten. Ja, das bringt einfach nochmal einen gewissen Schwung in den ganzen Song rein und ihr merkt auch, dass die ganzen Drums, der Bass, das ist alles weg auf einmal. Wir haben nur noch die Claps, die ein bisschen zeigen, okay, wir kommen kurz runter, aber es gibt wir sind noch im Rhythmus. Vergesst den Rhythmus nicht, bleibt im Rhythmus. Wir sind noch im Rhythmus, bleibt da. Aber harmonisch, schön alles, die Stimmen, alles geht auf. Hier wirklich immer dieser kleine Auftakt von den vermeintlichen, ich würde behaupten, Streichern, die da im Hintergrund, ihre Stimme ist sogar weiter im Hintergrund, ne? War ein kurzer Riser, sehr kurzer, der den nächsten Part einleitet. Auch super wichtig, immer mit den Soundeffekten präzise zu setzen, um Parts vielleicht einzuleiten, auszuleiten, umzuleiten, hineinzuleiten und einzuschreiten. So, und deswegen, weil vorher alles so sehr, ich sag mal, wet und viel Reverb hat und keine Drums drin sind, kein Bass drin sind, wirkt der Part danach
so wie er hier angesetzt ist, sehr trocken sind die Sounds, der Bass ist auf einmal da, der Rhythmus läuft richtig nach vorne, die Stimme sitzt mitten in der Fresse quasi, haben wir so einen richtigen Kontrast, schwarz-weiß, hier wie Yin und Yang, diese beiden Parts, deswegen fällt er so krass einfach auf, ist so interessant auf einer Sonic-Ebene, auf einer tontechnischen Ebene. Geil. Ja, einfach nur geil. Breit, groß. Ne? Drop einfach. Hammer. Percussion, super kleines, präzises Detail, aber dieser Woodblock-Sound, den wir hier hören, dieses Tuk, 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 macht einfach schon einen Unterschied. Das bleibt einem dann sofort hängen, weil wir alles andere vorher an Sounds schon gehört haben. Und das ist dann irgendwie so, das fällt sofort auf. Pads und eine E-Gitarre. Oh, schöne Doubles. Ich wollte eigentlich nicht zu sehr eingehen, aber das ist bei diesen internationalen Nummern, die sind so minimalistisch und simpel gestaltet, wirken die. Man denkt, ja, schon wieder so eine Radionummer, da sind so viele präzise, krasse Details drin, die das halt eben auf dieses Level bringen. Okay, ich versuche nur auf die wichtigsten Punkte einzugehen. Ja, also ich habe ja gesagt hier, dass auch eine E-Gitarre zu hören ist, aber die spielt nur ganz kurz immer dazwischen was rein. Sehr, sehr präzise auch wieder. Hier sehr, sehr schöne Harmonien, Chöre, die da aufgebaut sind, tontechnisch vom Mixing her sind die schön relativ weit eigentlich hinten gesetzt. Wirklich auch sehr schmalbandig angelegt. Da ist relativ wenig, was man von diesen Stimmen hört, aber das, was man hört, ist genau das, was man hören sollte und möchte. Es gibt einfach dieses luftige, engelsgleiche in der Harmonie hinten noch dazu und im Stereo super, super breit. So soll das sein. Mehr nicht. Und genau dieser Übergang in den Pre-Chorus. Da haben wir reversed, ich meine, sowas Key-artiges, also in Tasteninstrumenten, das Klavier vielleicht sogar, das glaube ich hier reverse, also rückwärts reinläuft, als Übergang in den ersten Akkord des Pre-Chorus-Parts. Ja, das ist genau das Klavier, das den ersten Akkord eben spielt von dem nächsten Part. Den hören wir vorher rückwärts. Im Hintergrund kommt er leise rein und wird dann langsam aufgedreht. Wahrscheinlich auch in den frequenztechnisch auf dem Equalizer einiges ein bisschen rausgedreht und so, aber ja, das ist genial. Das ist halt auch geil, wie die Rhythmik der Akkorde, wie die hier gespielt werden mit diesen kurzen Breaks. Das ist ja ein richtiger Auftakt. Könnte auch der Einstieg sein von einem Boxer, der in den Ringkampf kommt. Nee, fast. Naja. Auf jeden Fall geil. Ne, weil es immer der eine Akkord vor dem, der das dann auflöst, das ist der das ist der vorher, ist quasi, wie sagt man das, ohne Harmonielehre, ist quasi der nicht der Akkord, der die Erwartung aufbaut. Und der wird dann direkt mit dem nächsten, der darauf folgt, mit dem Akkord, wird es direkt dann aufgelöst. Ja, also man hat so einen kurzen was kommt da jetzt? Und dann Und das ist nur für so einen kurzen Augenblick, aber es wirkt. Es ist genau das, was es tun soll. Deswegen sind die Akkorde hier so ausgewählt und so gesetzt worden. Genius. Also, Tambourin hier noch dazu. Oh, super krasses Detail. Man hört ihre Stimme ganz kurz einmal so rechts, links. Sie ist don't. Ja, hier im Hintergrund hört man ja auch so etwas wie ein Pad, das so. Das ist auch ihre Stimme. Hier wie so ein
Pad eingebaut, so ist wie so ein Geistmäßig, kommt das von hinten schon so rein. Also es ist ihre Stimme, es ist kein Instrument, aber wie ein Instrument halt hier eingespielt. So ungefähr. Und dann hier kurz davor, vor dem ersten Don't, des nächsten, im Drop hier, hört man schon so ein Don't. Genau. Don't show up. Das sind die Details. Das macht's aus. Don't show up. Don't come out. Don't start caring about me now. Das sitzt einfach ohne Ende. Ich finde Dua Lipa nicht mal besonders gut oder bin ein krasser Fan von ihr einfach oder sowas, sondern es ist wirklich die Produktion, die es mir gerade hier so antut. Das ist einfach sowas von stimmig und da sieht man, da sitzen einfach Leute dran, die wissen, wie Welthits gemacht werden müssen und funktionieren und halt auch ein Team von Leuten und nicht nur ein oder zwei. Das ist einfach genau das Ding. Also wirklich, wirklich, wirklich genial. Hier wieder so, das ist ja jetzt schon wieder nicht die erste Hook, die wir hören, deswegen ist da auch ein Unterschied zur ersten Hook, die wir gehört haben. Eben das mit dem Don't zum Beispiel. Auch sehr interessant. Der Reverb auf der Stimme ist ein ganz anderer als im Verse-Part und im Pre-Chorus-Part. Also wir haben jedes Mal andere Effekte auch auf den Main-Vocals, auf ihrer Hauptstimme. Und wir hören im Hintergrund eben, das wollte ich sagen, Ambient-Geräusche, also ambiente Geräusche auf Deutsch. Hintergrund-Umgebungsgeräusche, sagen wir es mal so, von einer Crowd, von Leuten, die sich irgendwie vielleicht auf einer Veranstaltung unterhalten. Hört ganz genau hin. Das wurde hier einfach in der Hook mit eingemischt, dass man so dieses Gefühl bekommt, dass man da jetzt irgendwie in so einer Crowd mitsteht vielleicht sogar. Und das macht echt wirklich, wirklich im Hinterkopf, macht das in der Wahrnehmung von dem Song wirklich ein Unterschied, ja, das sind so Dinge, die passieren alle im Hintergrund, das sind Hintergrundprozesse, die wir gar nicht mal bewusst steuern können. Geil. Na, und so jubeln. Ja, ja. Jetzt war der Woodblock-Sound auch mal auf der linken Seite und so, also super viele Details einfach. Don't start caring about me now. Ne, dieser so ein kleiner Dance-Part, so gesehen eigentlich, wir sind ja hier ganz klar orientiert an Disco-Musik, ja, also es soll schon so ein bisschen, hat so ein bisschen diesen alten 70er Disco-Vibe, habe ich jetzt bis jetzt noch gar nicht gesagt. Hier dann aber so ein Dance-Break reinzubauen, erinnert so ein bisschen an die alten Songs. Da hat man das gerne gemacht, weil die Leute wirklich einfach dazu getanzt haben in der Disco auch dazu. Super, super geil. Hier auch dann wieder mit der E-Gitarre, die so richtig klassisch so muted die Strings dann hier runter spielt. Einfach sexy. Und dann dieses Pad, der Synthesizer, der hier wirklich so pumpend reinkommt und fast alles einnimmt. Jump. Hammer. Also vom Sounddesign unfassbar geil. Ne, Pre-Chorus wieder. War hier eigentlich das Klavier dann? Ne, genau. Hier haben sie das Klavier als Reversed-Einleitung, aber dann rausgelassen. Und wir haben hier auch auf die 1 nicht den Akkord von dem Klavier drin, so wie in der Hook vorher, wo ich es beschrieben habe. Sondern wir sind da ein bisschen leichter geworden. Nur noch Pads. Sehr modern auf einmal auch, das Pad. Jetzt sind wir richtig. Also ihr seht, der Pre-Chorus klingt gleich, wenn man sich das 1, 2, 3 Mal anhört, denkt man so, yo.
Copy-Paste ist ja genau der gleiche Pre-Chorus, gleicher Part wie vorher, ist aber gar nicht. Das Klavier ist dann weg. Ich glaube, es ist tatsächlich auch ein anderes Pad, was sie spielt, und es kommt noch ein anderes Pad hinzu. Das Ganze ist ein bisschen dadurch, dass die Akkordfolge vom Klavier, das ich vorher beschrieben hatte, dass das hier wegbleibt, ist es auch ein bisschen entspannter geworden, weil wir diesen Break, diesen kurzen Stopp da nicht, haben wir ja so nicht mehr drin. Deswegen fließt es ein bisschen mehr doch auf einmal dahin, und es klingt auch auf ein gutes Stück moderner, einfach durch die Sounds, die hier dann mehr im Vordergrund stehen und laufen, bis dann die Strings wiederkommen. Und die sind hier auch viel lauter als in allen Hooks vorher, die diese Einleitung, dieses machen. Jetzt richtig. Das ist richtig Club. Achso, die spielen und dann Akkord höher ist fast nur noch ein Fiepsen zu hören, als ob sich ein alter Kamerablitz aufladen würde. Ah ne, die spielen sogar runter diesmal. Oder haben die vorher schon auch runtergespielt? Naja, auf jeden Fall, ja. E-Gitarre, die Pads sind viel lauter. Ja, und dann plötzlich diese Drum-Fill-Ins, die hier so ein bisschen an die ist es noch 70er, eher 80s, würde ich schon sagen, Anfang 80s, die also typischer Tom-Sound. Ja, kommen hier noch dazu, die Pads sind viel, viel lauter, also wir sind in der letzten Hook angekommen, wird dann wirklich tontechnisch einiges noch angepasst in der Produktion auch, damit das wirklich, wirklich das Finale dann einfach ist und alle noch denken so, ja, jetzt geht's nochmal richtig ab. Das ist alles, ja, im Unterbewusstsein subtil so, aber das macht einfach den Unterschied. Das ist die Finesse in der Produktion. Da haben wir auch wieder die Akkorde mit dun, 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 dun. Haben wir sogar Bläser hier drin? Ich glaube, das sind sogar Bläser, die diese Tonfolge von den Akkorden, dieses dun, dun, so in dem so unteren Mittenbereich mitspielen. Auch sehr interessant, hier spielt ein Delay von ihrem Vocal mit, der müsste ein Viertel oder ein Achtel, macht auf jeden Fall nur auf dem linken Ohr oder auf dem linken Speaker, doppelt der das, aber mit einer Verzerrung und ein bisschen dumpfer. Aber das ist genau ihre Stimme und klingt so ein bisschen wie ein Instrument, aber es ist ihre Stimme. Yes. Ja, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich bin hier natürlich auch immer ein bisschen verzögert. Also ihr seht es dann verzögert. Ich bin hier synchron, aber ihr seht es dann immer so ein bisschen verzögert. Wahnsinn, ne? Und die letzte Hook, alles super wet, sehr viel Raum, einige Instrumente drin, und dann in der ersten Hook war alles trocken. Das ist halt geil, da ist so eine richtige Dynamik, da ist wirklich ein Verlauf auch hier, ja? Da passiert was. Am Anfang war so und dann ein bisschen so und dann trocken und dann aber wieder ein bisschen nah und so und bis zur letzten Hook. Die letzte Hook klingt eigentlich überhaupt nicht mehr wie die erste Hook. Wird einem aber so gar nicht auffallen, wenn man das nicht hier so auseinanderbricht, wie ich es gerade hier gemacht habe. Wahnsinn, also wirklich auf dem Produktionslevel, das sind halt Welthits. Ja, also wirklich, und das in nicht mal 3 Minuten gepackt. Das war hier noch ein Intro kurz vorne. Man kann versuchen, es abzutun, aber ich denke, wenn ihr meine Analysen und Reactions hier guckt, dann versteht ihr auch, warum das auf einem anderen Level ist, als jetzt zum Beispiel,
weiß ich nicht, der letzte Deutsch-Hip-Hop-Song-Hit, den ich hier vielleicht analysiert habe. Ja, das ist hier für uns lokal sehr, sehr gute Arbeit und auch sehr, sehr cool. Aber das ist in so einer Mainstream, wirklich internationalen Mainstream-Musik, das ist nochmal ein komplett anderes Level, produktionstechnisch auch. Wenn man das analysiert, ist es natürlich auch einfacher, als es selber dahin zu bringen, vor allem wenn man alleine ist. Das sind natürlich Teams, die dahinter stecken und mehrere Abläufe, Prozesse und so weiter, bis das alles abgesegnet wird und tatsächlich hier präsentiert wird. Aber das sind wirklich die wahren Profis, die hier die Welthits machen. Heißt nicht, dass die anderen keine Profis seien, aber das ist schon nochmal ein anderes Level, glaube ich. Weil das ist so eine Finesse da. Das ist einfach sexy. Ja. Das Witzige ist, wenn man es nur so hört, denkt man so, jo, das ist halt wieder so eine Radio-Hit-Nummer von so einer Dua Lipa halt. Ja, sie ist vielleicht sogar austauschbar. Also ich meine es jetzt nicht böse, ihr gegenüber. Sie hat was Besonderes in der Stimme, immer dieses raue, ein bisschen rausbrechen aus der Stimme und so weiter. Das Ding ist aber, die Finesse liegt in der Produktion, nicht in ihrem Gesang. Ich meine das nicht böse ihr gegenüber. Sie hat auch sehr, sehr starke, sehr coole Songs und so. Ich habe nichts gegen Dua Lipa, aber das Ding ist, das hätte auch jemand anderes singen können. Und mit dieser Finesse in der Produktion und so wie es geschrieben ist, das schreiben ja auch andere Leute, auch Teams, hätte das auch jemand anderes sein können. Mit einem gewissen Charakter natürlich in der Stimme. Jetzt keine 0815-Stimme, hat sie ja auch nicht. Aber ja. Und natürlich ganz klar angelehnt an Disco, habe ich schon gesagt. Und eben sehr, sehr wichtig, hier die Bassline. Fast hätte ich es vergessen, am Anfang habe ich es kurz eingeleitet. Ne, also die Bassline, das, was der Bass spielt. Auch sehr interessant, dass es klingen soll wie ein E-Bass. Aber irgendwie ist es doch sehr synthetisch. Aber nicht so synthetisch, dass man meinen könnte, es ist kein E-Bass. Und so im Sound setzt sich das so krass durch hier im Mix und im Master. Aber hat so einen gesunden Wechsel mit der ganzen Drum-Sektion. Es ist krass. Es ist echt sehr, sehr krass gemischt auch einfach. Es ist so stimmig. Und trotzdem kommt die Stimme perfekt rüber. Also die geht da überhaupt nicht verloren. Wahnsinn. Also es ist tontechnisch einfach auch auf die Produktion, das Writing, das Arrangement, alles ist Weltlevel. Ja, weil es ist wichtig, dann, es ist ja ein vorne Floorbeat, Disco, also die Kick spielt immer genau auf alle vollen Zählzeiten des Viervierteltakts, also 1, 2, 3, 4. Und auf die 2 und die 4 haben wir die Claps, beziehungsweise die Snare, Clap, Klatschen, Snare, Drum. Aber es ist eben wichtig, dass der Basslauf immer nur dazwischen spielt und dadurch diesen Rhythmus entwickelt. Ja, und dadurch kommt eben, das muss schon geil eingespielt sein oder eben einprogrammiert, dass da wirklich so ein Groove rüberkommt, ein Bounce richtig zustande kommt, das dann aber noch in den Mix umgesetzt und ins Master. Hammer. In der Hook übrigens auch, fast hätte ich es vergessen, spielt nicht immer nur eine Snare oder eine Clap, sondern das ist, die wechseln sich immer aus von Schlag zu Schlag. Ich weiß nicht, ob es in jeder Hook war. Pre-Chorus. Genau, hier hört man das schon. Man hat einmal so einen relativ kurzen, trockenen Clap-Snare-Mix. Ich glaube, es ist auch gelayert. Und der zweite, oder der erste immer, jetzt habe ich nicht mitgezählt, der klingt immer so ein bisschen raus noch, als ob so ein bisschen Raum da noch wäre. Ne, sind immer verschiedene, auch sehr wichtig. Und hier haben wir zum Beispiel auch Atma eingebaut in den Beat, also so so ungefähr, ja. Super krasse Details. So, das Video ist schon über 20 Minuten lang. Es ist halt bei diesen internationalen Nummern. Ja gut, ich kann mich da nicht kurz fassen. Es ist einfach Thumbnail Time. Es ist einfach, ja, vielleicht macht Dana mir am besten so ein Mind-blown Emoji. Mein Hirn springt mir aus dem Kopf. Anders kann man es nicht beschreiben. Es sind einfach so Details, Finesse, unglaublich. Also Leute, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich bin mir sehr, sehr sicher. Ich habe da wieder einiges erzählt.
Falls ja, lasst mir gerne ein Abo da und nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann. Schaut auch gerne unten mal in der Beschreibung für ein paar Links, Shops und Kopfhörer und